Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zur letzten Einheit. Hier wollen wir noch einmal möglichst viele Ideen und Konzepte aus den vorherigen Einheiten wiederholen und daraus ein kleines Computerspiel zusammenbauen. Viel Spaß dabei! In unserem Spiel wird es eine Figur geben, die Klone von sich selbst Richtung Mauszeiger auf etwas wirft. Um das Etwas kümmern wir uns später und legen erstmal mit dem Werfer los. Unser Spiel startet, wenn die grüne Fahne geklickt wird. Danach soll diese Figur hier unten sich befinden und in Richtung des Mauszeigers Klone von sich selbst wegwerfen. Das heißt, wir bewegen die Figur erstmal nach unten und richten sie nach oben schauend aus. Dafür können wir den Zeigerichtung-Block benutzen. Wir können entweder mit dem Pfeil nach oben zeigen oder hier unten direkt oben auswählen. Testen wir es schon mal, wenn die grüne Fahne geklickt wird, soll die Figur nach oben zeigen. Wir bewegen unsere Figur so, dass sie nicht den unteren Rand berührt. Danach soll die Figur fortlaufend Klone von sich werfen, wenn immer die Maus gedrückt wird. Das heißt, wir brauchen eine Fortlaufendschleife. Die Figur soll sich selbst klonen. Dafür benutzen wir den Klone-Selbst-Block. Und die Figur soll das immer dann machen, wenn die grüne Fahne, nicht wenn die grüne Fahne, sondern wenn die Maus geklickt wird. Das heißt, wir warten so lange, bis die Maus geklickt wird und danach klonen wir. Bevor also der Klone-Selbst-Block kommt, fügen wir einen Warte-bis-Block ein und als Kriterium, wie lange wir warten, fügen wir die Frage, ob die Maustaste gedrückt ist, ein. In diesem Fall ist es so, es passiert nichts, bis die Maustaste gedrückt ist und danach, wenn ich die Maustaste klicke, entstehen Klone der Figur. Wie im vorherigen Video sind die Klone der Figur unter der Originalfigur oder auf der Originalfigur, deswegen können wir die so nicht sehen. Aber wenn ich den Pfeil wegbewege, seht ihr, dass sie da sind. Diese Klone sollen jetzt jeweils in Richtung des Mauszeigers gucken und nachher auch in diese Richtung losfliegen. Um zu bewirken, dass etwas in die Richtung des Mauszeigers guckt, finden wir in der Bewegungskategorie den Zeige-auf-Block. Der hat als Eingabe im Dropdown schon Mauszeiger. Und das können wir so machen, wenn die Maustaste gedrückt ist, möchten wir Richtung Mauszeiger zeigen und uns selbst klonen. Testen wir das schon mal. Wir sehen, ich habe hier einen Klon, ich habe hier meine Figur und die klont sich und zeigt dabei immer in die Richtung, in die ich klicke. Das Problem ist natürlich, diese Klone fliegen jetzt noch nicht los. Das heißt, wir stoppen alles nochmal, löschen mit dem Stoppknopf alle unsere Klone, richten die Figur wieder Richtung Mitte aus und programmieren jetzt, was mit den Klonen passieren soll. Ihr erinnert euch, was mit den Klonen passiert, kann man mit dem, wenn ich geklont werde, Startblock regeln. Wir nehmen uns den und programmieren jetzt, was die Klone machen sollen, nämlich so lange, bis sie den Rand berühren, sich nach oben bewegen. Das heißt, wir benutzen die Wiederhole-bis-Schleife mit der Eingabe berühre Kante. Alles, was hier drin ist, wird so lange ausgeführt, bis die Kante berührt wird. Eine von denen hier, die hier oben oder auch die hier unten. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Figur am Anfang nicht schon die Kante berührt, sonst fliegen die Klone nämlich gar nicht los. So. Die Klone, die entstehen, sollen dann sich vorwärts bewegen. Die gucken schon in die richtige Richtung, weil wir das hier oben programmiert haben. Das heißt, es reicht, wenn sie einfach vorwärts gehen. Probieren wir es aus. Ich klicke und die Klone fliegen nach vorne. Was ihr sehen könnt, sind zwei Dinge. Zum einen, alle Klone bleiben hier oben hängen. Das heißt, wir wollen die eigentlich wieder löschen, nachdem die Kante berührt haben. Zum Zweiten könnt ihr sehen, dass hier immer dass hier ganz viele Klone rauskommen. Hier unten seht ihr auch, wie viele Skripte aktiv sind, wenn ich einmal klicke. Und das sind in dem Fall 5. Das heißt, es entstehen 5 Klone gleichzeitig, weil das Programm schneller reagiert, als ich meinen Finger wieder von der Maustaste heben kann. Wir können das ganz einfach beheben, indem wir hier oben einfügen, warte bis die Maustaste nicht mehr gedrückt ist und mach dann erst weiter. Das heißt, erst wenn ein kompletter Druckvorgang abgeschlossen ist mit Drücken und nicht mehr drücken, kann das Programm weiterlaufen. Und so können wir regeln, dass immer nur ein Klon entsteht. Als erstes beheben wir mal dieses Problem. Wie gesagt, wir fügen einfach warte bis ein und sagen dann warte immer, bis der Mauszeiger nicht mehr gedrückt ist.
Dafür finden wir den Nicht-Block unter Operatoren und wie eben den Maustaste gedrückt Block. Wenn wir das hier einfügen am Ende unseres Skriptes und wir testen das Ganze nochmal, bekommen wir jetzt immer nur einen aktiven Klon. Die zweite Sache war, dass wir die Klone entfernen wollen, nachdem die hier oben die Kante berührt haben. Das können wir ganz leicht machen, indem wir den Entferne diesen Klonblock am Ende an dieses Skript anhängen. Nochmal testen. Wir schießen oder werfen unsere Klone weg von unserer Originalfigur und wann immer sie die Kante berühren, entfernen sich die Klone. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir noch was hätten, worauf wir unsere Klone werfen können. Dafür machen wir einfach ein zweites Objekt, indem wir hier klicken. Unser zweites Objekt soll ein Ballon sein. Dafür können wir uns ein Kostüm aus der Kostümbibliothek in Snap nehmen. Ihr erinnert euch, um ein Kostüm auszuwählen, Blatt Papier, Kostüme und aus der Kostümbibliothek können wir uns einen Ballon aussuchen. Ballons sind bei B. Hier. Ich nehme jetzt mal Ballon 1a, weil mir blau am besten gefällt. Wenn ihr aber lieber gelb oder lila wollt, ist auch kein Problem. Dann importieren wir einfach diesen Ballon. Der Ballon ist jetzt relativ groß, das heißt, als unser erster Schritt wollen wir den verkleinern. Wie üblich gehen wir zu Aussehen und setzen die Größe des Ballons auf was Kleineres. Probieren wir mal 50%. Ja, das scheint mir schon sehr gut zu sein. Also die Größe des Ballons soll 50% sein, wenn das Programm startet. Auch hier starten wir das Programm natürlich mit der grünen Fahne. Danach soll die Ballons sollen sich von unten nach oben bewegen und sollen, wenn sie von einer Figur getroffen werden, von unserem ersten Objekt zerplatzen. Ansonsten sollen sie, wenn sie hier oben den Rand berühren, einfach verschwinden. Fangen wir mal an mit nach oben bewegen. Dafür müssen wir den Originalballon klonen. Das heißt, wir setzen ihn einfach mal an eine Stelle und von dieser Stelle ab sollen die Ballons nachher alle nach oben steigen. Das können wir relativ einfach machen, wie vorhin. Fortlaufend sollen von dem Ballon Klone entstehen. Also fortlaufend klone mich, klone selbst. Die Klone sollen dann an einer zufälligen Stelle hier auf dieser Höhe erscheinen und sich nach oben bewegen. Das heißt, wenn ich geklont werde, gehe an eine zufällige X-Position auf dieser Y-Position, auf der sich die Figur befindet. Dafür können wir den Block Setze X auf benutzen und dann setzen wir X einfach auf eine Zufallszahl. Die X-Dimensionen gehen hier von minus 240 bis 240. Wir wollen nicht, dass es schon ganz am Anfang den Rand berührt, weil wir uns ja wieder wenn die Kante berührt wird, Blocks bedienen wollen. Das heißt, wir sagen einfach von minus 200 bis 200 sollen unsere Ballons erscheinen. Wenn wir das testen, wir klicken die grüne Fahne und es entstehen ganz viele Klone. Das ist jetzt natürlich relativ schnell. Das heißt, wir wollen vielleicht noch eine Wartefunktion einfügen, weil sonst schaffen wir es nachher gar nicht, die Klone abzuwerfen. Ich lösche die nochmal und wir fügen hier oben einen Warteblock ein. Wir wollen vielleicht mal zufällig warten, vielleicht warte zwischen 1 und 3 Sekunden, bevor der neue Klon kommt. Testen wir es nochmal. Wir haben hier einen Ballon und hier noch einen Ballon und die entstehen hier irgendwie an zufälligen Stellen und es dauert irgendwie 1 bis 3 Sekunden, bis immer ein neuer kommt. Das scheint zu funktionieren. Wunderbar. Können wir unser Projekt wieder stoppen und weitermachen. Als nächstes sollen die Ballons sich nach oben bewegen, bis sie die Kante berühren. Das machen wir wie gerade eben. Wir wiederholen bis, und zwar bis die Kante berührt wird. Also berühre Kante. Und was wir wiederholen, ist auch wie gerade eben eine Bewegung nach oben. In dem Fall ändern wir aber Y, damit der Ballon seine Y-Position verändert, weil wir nicht zwingend schon in die richtige Richtung schauen. Das heißt, wir ändern einfach Y um, sagen wir mal, 2. Testen das wieder. Wir haben hier einen Ballon, der wird geklont und steigt dann nach oben. Was jetzt schon auffällt, ist, dass unser Originalballon sich niemals bewegt, weil das Bewegungsskript ausschließlich mit dem
mit den Klonen funktioniert und nicht mit dem Originalballon. Dafür können wir den Originalballon einfach verstecken, dass der nicht hier immer im Weg ist und können die Klone einfach wieder anzeigen. Das heißt, ganz am Anfang unseres Skripts fügen wir einen Verstecken-Block ein, der den Originalballon versteckt und jeder Klon, wenn wir es so ausführen, sind die Klone auch versteckt. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, jeder Klon wird nachher einzeln einfach wieder angezeigt, indem wir als ersten Block unter den Wenn ich geklont werde, Startblock, den Anzeigen-Block einfügen. So, Anzeigen. Jetzt sollte der Originalballon versteckt sein und die Klone aber wieder auftauchen. Und auch hier, wenn die Klone oben ankommen, sollen sie verschwinden. Das heißt, auch hier fügen wir wieder einen Entferne diesen Klonblock ans Ende an. Nochmal testen, nur um sicher zu gehen. Klone laufen nach oben, kommen oben an, gehen weg. Um das Spiel spielen zu können, müssen die Klone jetzt aber auch zerplatzen, wenn sie von einem Pfeil abgeworfen werden. Das heißt, wir müssen hier innerhalb noch eine zweite Möglichkeit einfügen, wie Klone gelöscht werden können. Und zwar, indem wir abfragen, ob der Ballon von einem Objekt berührt wird. Das heißt, falls das der Fall ist, dann soll der Ballon oder der Klon des Ballons auch entfernt werden. Falls berühre, wir benennen unser erstes Objekt einfach mal um in Werfer und unser zweites Objekt in Ballon, damit wir die leichter unterscheiden können. Und falls der Ballon den Werfer berührt, auch dann soll der Klon entfernt werden. Wir testen es mal. Ein Ballon kommt gleich. Ich schieße auf ihn, er geht weg. Noch ist es sehr, sehr leicht, weil meine Wurfobjekte sehr, sehr schnell sich bewegen. Das heißt, ich würde hier einfach vielleicht auch die Geschwindigkeit anpassen zu was Langsamem. Sagen wir mal 4 Schritte und dann wird es wahrscheinlich gleich viel schwieriger, weil die Chance größer ist, dass ich die Ballons verpasse. Unser grundsätzliches Spiel funktioniert also schon. Jetzt können wir dran gehen, das noch ein bisschen zu verfeinern. Ganz am Anfang habe ich gesagt, wir wollen, dass die Ballons zerplatzen, wenn sie getroffen werden. Dafür wollen wir nicht einfach nur, dass sie sich entfernen, sondern wir wollen einen richtig großen Splash. Wir können uns einfach einen Splash malen, indem wir auf Kostüme gehen und uns dort ein Kostüm mit einem zersplitterten Farbball machen. Ich mache mal unseren Splash. Und dafür will ich eine ähnliche Farbe benutzen, wie der Ballon hat. Ich kann deshalb die Pipette verwenden. Wenn ich die drüber fahre, kriege ich einfach als Farbe hier unten angezeigt die Farbe des Objektes, über das ich gerade fahre. In dem Fall möchte ich blau wie der Ballon, also fahre ich hier über den Ballon, suche mir einen Blauton aus, der mir gefällt und setze jetzt den Stift darauf und male mit dieser Farbe meinen Splash. Der sieht so aus. Fülle ich ihn noch aus mit derselben Farbe. Und ich habe jetzt hier 2 Kostüme, einen Ballon und einen Splash. In dem Fall ist es so, dass ich möchte, dass mein Ballon, wenn immer er vom Werfer berührt wird, sich in den Splash umwandelt und sich dann auf die Bühne stempelt. Das heißt, an dieser Stelle möchten wir das Kostüm Splash anziehen oder unbenannt heißt es in dem Fall, weil wir das gemalt haben. Und dann möchten wir dieses Kostüm auf die Bühne stempeln. Testen wir das schon mal. Natürlich ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle am Anfang immer das Kostüm Ballon anziehen. Auch dafür können wir hier am Anfang unseres Spiels immer sagen, ziehe das Kostüm Ballon an, damit auf jeden Fall, wenn das Spiel losgeht, der Ballon als passendes Kostüm getragen wird. Testen wir es gerade nochmal. Ich habe hier meinen Ballon. Versuche jetzt auf den zu schießen. Und an der Stelle, an der ich ihn treffe, entsteht dann ein Splash-Kostüm. Das ist jetzt schon mal sehr schön. Das Problem ist, diese Splashes sind sehr, sehr kräftig in der Farbe. Es kann sein, dass wenn ich sehr viel treffe, dass ich meine Ballons nicht mehr richtig erkennen kann, weil die gleiche Farbe haben. Daher können wir einfach die Splashes ein bisschen durchsichtiger machen, indem wir den Durchsichtigkeitseffekt darauf anwenden. Zum Beispiel können wir hier sagen, bevor wir stempeln, wollen wir den Durchsichtigkeitseffekt zum Beispiel auf 80 setzen. Testen wir es gerade nochmal mit den neuen Splashes. Das waren die Original, die ich schon hatte. Jetzt versuche ich neue zu machen. Leider bin ich nicht sehr gut heute in diesem Spiel.
Jetzt. Und dann seht ihr, dass die Splashes viel transparenter werden und ich kann dafür viel mehr auf die Bühne machen. Ein paar andere Sachen, die wir noch machen können. Zum Beispiel sind momentan alle dieser Splashes in die gleiche Richtung gedreht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie nett aussähe, wenn die ein bisschen verschiedenen Winkel hätten. Das können wir relativ einfach regeln, indem wir noch einen Drehblock einfügen. Und wir wollen jeden Splash irgendwie nachher in eine zufällige Richtung drehen. Das heißt, bevor wir stempeln, drehen wir den Splash einfach zufällig um minus 30 bis 30 Grad. Ich wische nochmal, damit wir nochmal von vorne loslegen können. Neuer Versuch. Jetzt könnt ihr sehen, die 2 Splashes, die ich hier getroffen habe, sind relativ unterschiedlich gedreht. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Eine Sache, die wir noch machen können, ist zum Beispiel auch die Farbe der Ballons ändern, damit nicht alle Ballons dieselbe Farbe haben. Auch dafür können wir, wie die letzten Male, einen Grafikeffekt verwenden, und zwar den Farbeffekt. Den finden wir bei Setze Effekt auf 0. Und zwar wählen wir den Farbeffekt aus und wir wollen den jedes Mal auch auf eine Zufallszahl setzen. Der Farbeffekt geht von 0 bis 200. Bei 200 habe ich dieselbe Farbe wieder, wie meine Ausgangsfarbe ist. Das heißt, wir wählen einfach irgendwie zufällig einen Farbeffekt zwischen 0 und 200 und dann sollten eigentlich alle Farben dabei sein. Wir wollen natürlich, dass jeder Ballon schon andersfarbig ist. Das heißt, wir machen das direkt am Anfang hier bei, wenn ich geklont werde. Dann wählt der Ballon sich eine zufällige Farbe aus, wird angezeigt und unser ganzes Programm läuft. Nochmal hier haben wir jetzt wieder einen blauen Ballon, der ist jetzt viel dunkler blauer, eher lila. Der ist eher gelb, langsam klappt es auch und ich werde ganz gut darin. Hier haben wir einen roten Ballon und so können wir eben unser Spiel noch ein bisschen interessanter gestalten. Eine letzte kleine Sache, wenn unser Spiel losgeht, wollen wir vielleicht mit einer frischen Bühne starten. Das heißt, ganz am Anfang unseres Spiels fügen wir noch ein, wische die Bühne, bevor es losgeht. Dann können wir das Ganze nochmal in Vollbild testen. Wir klicken die grüne Fahne, um das Spiel zu starten. Die Bühne ist sauber, es kommen Ballons. Ich kann schießen bzw. Klone werfen. Die Ballons haben verschiedene Farben. Wenn ich sie treffe, kriege ich bunte Splashes. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt ist es an euch, das Spiel noch zu verfeinern oder zu verändern und nach euren Wünschen zu gestalten. Ich hoffe, ihr hattet während der letzten 2 Wochen genauso viel Spaß wie Jens und ich. Und ich hoffe, ihr bleibt am Programmieren. Wir würden uns darüber sehr freuen und hoffe, es hat euch gefallen.